Hallo und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Was machen wir heute? Wir werden das erstellen, genau das erstellen, was ihr da seht. Das sind mehrere Regeln, also eigentlich einen kompletten Regelblock. Anhand von ein paar Beispielen. Wir werden uns anschauen, wie werden die Regeln befüllt, wie werden die Parameter bzw. Values ausgefüllt, wie stellen wir sicher, dass die Regeln miteinander verknüpft sind oder dass sie sich nicht gegenseitig überkreuzen. Und wir schauen uns an, wie man aus einfachen Regeln ein Regex macht oder umgekehrt und was das nützt. Und ich denke, wir würden einfach mal starten. Beginnen tun wir natürlich mit einer leeren Tabelle. Und ich würde euch mal einen kleinen Tipp geben, beziehungsweise einen kleinen Trick verraten. Unter den Entwicklertools könnt ihr immer noch unter Makros dann dieses Makro aktivieren. Das heißt, Zeilenlayout einfügen. Bitte nicht die anderen anwenden. Das kann passieren, dass dann eure Tabelle hinüber ist und das unkontrollierte Auswirkungen hat. Aber die könnt ihr nehmen. Und jetzt wird die Tabelle einfach geleert und komplett auf das Standard-Layout zurückgesetzt. Für all diejenigen, die das letzte Video nicht gesehen haben, möchte ich kurz oder eingangs erläutern, dass natürlich, wenn ihr startet, eure Tabelle noch leer ist und ihr die natürlich klar befüllen müsst oder ihr importiert euch eine vorhandene YAML-Datei, die natürlich idealerweise nicht leer sein sollte. Wir starten einfach mal mit unserem Beispiel. Und dies ist ein Blanko-Formular aus dem Internet, wo ich eine Rechnung daraus gebastelt habe. Und auf der habe ich dann halt die Suchbegriffe integriert, die wir nachher finden wollen. Und das soll im Prinzip das ersetzen, dass wir keine Originaldateien verwenden wollen. Und als zweites, passend dazu, das zweite ist dann eine fingierte TÜV-Bescheinigung, mit der wir auch testen wollen, da wir auf beiden Dokumenten teilweise die gleichen Suchbegriffe haben, ob es hier zu Überschneidungen kommt und wie wir die verhindern. Das heißt, dass wenn doppelte Text gefunden werden, diese auch aus- und eingeschlossen werden können. Schauen wir mal auf die Dokumente und welche Begriffe wir suchen werden. Zuerst möchte ich einen Ordner, Quasi-Ordner anlegen, das heißt einen Überbegriff wählen, das ist in dem Fall Auto, wo dann später die Dokumente hin verschoben werden könnten. Wir wollen natürlich die Marke suchen. Wir suchen das Fahrzeug selber, also den Typ. Und wir suchen dann die Rechnungsnummer und die Kundennummer. Das Ganze wird natürlich teilweise auch auf der TÜV-Bescheinigung zu sehen sein. Und das sehen wir jetzt hier. Die TÜV-Bescheinigung beinhaltet auch das Fahrzeugkennzeichen. Und genau darum geht es, um sicherzustellen, dass wir hier keine Überschneidung bekommen. Nochmal zum Thema Regel. Entschuldigung an die, die das schon ein paar Mal gehört haben und langsam genervt sind. Wir haben in der Zeile, die vorne steht, die Hauptregel und hinten die Subregeln, die zueinander gehören. Wir haben also Parameter, die zwingend auszufüllen sind. Das sind quasi Mussfelder und es gibt natürlich dann noch optionale Felder, die nicht unbedingt ausgefüllt werden müssen. Dies ist zum einen der Tag-Name. Dieser Begriff wird ja dann herangezogen, um die Umbenennung der Datei durchzuführen und das ist der Search-String. Nachdem wir bereits für den Tag-Name Auto benannt haben, nennen wir jetzt den Suchstring VW und ich sage immer, umso besser der Suchstring ist, umso genauer und umso expliziter, umso besser ist auch das Trefferhalten. VW ist natürlich jetzt nicht toll, aber ich will ja genau das zeigen, was passiert, wenn es nicht so toll läuft. Ne? So, welchen Parameter brauchen wir noch? Wir brauchen natürlich Condition. Und hier haben wir wieder unsere drei Values. Wir haben einmal Non. Das besagt, dass von den vorhandenen Subregeln keine erfüllen darf, damit die Hauptregel erfüllen kann, wenn sie denn selbst erfüllt. Wir haben die Condition All, die besagt, dass alle Subregeln erfüllen müssen, damit die Hauptregel erfüllt werden kann. Und wir haben zum Schluss den Value Any, der besagt, dass einer oder eine der Subregeln erfüllt werden muss, damit die Hauptregel erfüllt werden kann, wenn sie denn erfüllt. Das nächste ist der Search Type oder Search Typ. Für diesen fülle ich standardmäßig aus, weil ich oft unterscheide zwischen beinhaltet und ist.
Also contains bedeutet ja beinhaltet und ist bedeutet ist wie beinhaltet. Hier mal ein kurzes Beispiel gezeigt. Dann nehmen wir an, ich habe ein Wort, das nennen wir jetzt mal Rechnung. Ja, jetzt ist es so, dass bei der Rechnung der contains und ist greifen würde. Allerdings würde ist bei Rechnungsbetrag nicht ziehen. Das heißt, dort würde kein Treffer gefunden werden. Gleiches gilt natürlich dann für die Umkehrung, also die negativen Begriffe. In dem Zusammenhang möchten wir uns nochmal einen anderen Parameter anschauen. Und das ist dann Case Sensitive. Case Sensitive dient dazu, um die Groß- und Kleinschreibung festzulegen, zu überprüfen bzw. zu erzwingen. Also wenn ich jetzt contains mit true, Case Sensitive true kombinieren würde, dann würde auch dort überprüft werden, ob die Schreibweise richtig ist, und es kann passieren, dass es dann keine Treffer gibt. Die nächste Regel wäre dann für das TÜV-Dokument, die legen wir einfach mal an und schreiben hier TÜV rein. Ich verwende grundsätzlich keine Umlaute. Ja, das könnt ihr aber selbst entscheiden, wie ihr das mögt. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen natürlich dann die Condition. Und da bin ich eigentlich ein Fan von all, deswegen stellen wir das immer um und nicht von any. Ja, da hinten natürlich dann wieder TÜV, aber diesmal so geschrieben, wie wir es natürlich als Suchwort brauchen. In dem Fall also richtig geschrieben. Und hier verwenden wir mal zuerst erst am Anfang contains genauso, auch wenn das als einzeln stehendes Wort wahrscheinlich immer gefunden werden würde. Das sind jetzt unsere ersten beiden Regeln, die ausreichend sind, um die Dokumente einmal zu benennen. Dazu exportieren wir uns die YAML-Datei und speichern sie in das Verzeichnis ab, mit dem Profil wir arbeiten möchten. Ich habe jetzt mich für das entschieden und ja, habe halt die YAML-Datei vorher gesichert, kein Problem. Das ist halt das Tolle, dass man ganz schnell einfach switchen kann und die Dateien austauschen und neu überspeichern oder ablegen. Das macht natürlich den Editor so interessant. Jetzt starten wir ganz einfach mal einen manuellen Lauf und schauen mal auf das Ergebnis. Jetzt passiert was ganz Kurioses. Da die beiden Dokumente die gleichen Suchbegriffe beinhalten, haben wir jetzt zweimal die Benennung AutoTÜV, und in beiden Dokumenten, das ist das mit dem Thema Überkreuzung, wird der gleiche Suchbegriff gefunden. Jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, das zu umgehen, und wir würden einfach mal damit starten, die Regeln etwas zu verfeinern und dadurch letztendlich erstmal eine eindeutige Benennung hinzubekommen, und das andere machen wir dann über Ausschlussregeln danach. Damit wir uns jetzt nicht so schwer tun und alles händisch eingeben, importiere ich mal die anfangs gezeigte komplette Regeldatei. Und wir gehen das Ganze dann Stück für Stück durch und ich beschreibe, was wir gemacht haben, was ich gemacht habe. Zuallererst haben wir natürlich oben die Hauptregel stehen, in dem Fall Auto und mit dem Suchwort VW oder für das Contains. Und dieses werden wir zum ersten Schritt in eine Regex wandeln. Wenn man nun verschiedene Fahrzeuge hätte oder Fahrzeugtypen oder Rechnungen mit den gleichen Wortinhalten oder Suchwörtern, dann ist das natürlich unheimlich kompliziert, oder aufwendig, weil man sich für jedes dann eine separate Regel oder einen Regelblock machen müsste, um letztendlich die eindeutig zuordnen zu können. Das kann man aber auch anders machen, indem man einfach mal das dann in eine andere Regel ändert. Und dies wäre dann eine Regex. Ich habe die jetzt schon mal angelegt oben, das ist die Regel Nummer 2, und die erste Regel habe ich jetzt deaktiviert, und in der neuen Regel verwenden wir also eine Regex mit folgendem Inhalt. Dort haben wir halt verschiedene Fahrzeugtypen oder Fahrzeugmarken, die wir suchen, die nacheinander gesucht werden, und mit jedem Treffer, der gefunden wird, wird im Prinzip ein neuer Tag ausgegeben. Wichtig hierbei zu wissen ist, dass die nacheinander gesucht werden, und wenn der erste Treffer kommt, wird auch der erste Treffer ausgegeben. In unserem Beispiel jetzt hier haben wir den Search-String schon befüllt, und die gleiche Regex übernehmen wir jetzt in die Tag-Name Regex mit einer Ausnahme. Das zeige ich mal ganz kurz. Ja, das ist die Inline-Option ganz vorne, Fragezeichen i, die Case-Sensitive darstellt.
was momentan SynOCR nicht für die Hauptregel setzen kann. Und deswegen machen wir das jetzt ja händisch, damit die Suchbegriffe auch unabhängig von Groß- und Kleinschreibung oder in dem Zusammenhang mit Contains finden kann. Dies ist momentan noch nötig, weil es dafür keine steuerbaren Schalter oder Parameter in SynOCR gibt. Also für die Suche von mehreren Begriffen in einer Regel haben wir jetzt den TechName-Regex ausgefüllt mit der gleichen Regel hier in dem Fall, mit der gleichen Regex wie im Search-String und haben unter TechName Auto stehen. Jetzt exportieren wir das Ganze mal. Dazu habe ich die anderen nicht benötigten Regeln mal deaktiviert und schauen uns mal das Ergebnis an, was passiert. So, jetzt sehen wir hier das Ergebnis und wir löschen mal die beiden von vorn raus, die brauchen wir natürlich nicht mehr. Das Ergebnis ist interessanterweise VW und nicht, wie andere erwartet haben, Auto. Dies ist so eingestellt bzw. vorgesehen. Die erfüllte Hauptregel mit TechName-Regex ignoriert in diesem Falle den vorgegebenen TechName und gibt uns stattdessen halt die Suchtreffer des TechName-Regex aus. In dem Fall VW. Wollen wir dies nicht, müssen wir in den TechName noch das TechName-Regex aufnehmen und können dann dieses auch noch erweitern durch einen der vorgestellten Begriff, zum Beispiel in dem Fall Auto. Dann würde er taggen, nachdem die Sub- und die Hauptregel erfüllt sind, Auto VW. Und wollen wir das wiederum auch nicht, dann würden wir den TechName-Regex rausnehmen und lassen vorne halt zum Beispiel Auto stehen. Dann würde, nachdem die Subregel erfüllt ist, der ganz normale TechName zur Benennung herangezogen werden und das wäre in dem Fall dann Auto. So, jetzt haben wir hier alle drei Treffer und gehen wir es im Einzelnen nochmal durch. Also für den ersten Fall, dass wir einen Treffer im Search-String haben mit dieser Regex und einen Treffer unter TechName-Regex, also einen gefundenen Suchstring, dann wird für den Falle, dass vorne unter TechName nur ein normaler Suchbegriff steht, der TechName-Regex als Wert ausgegeben. Das wäre in dem Fall halt hier VW. Wollen wir das alles nicht, wie gesagt, dann für den Fall, dass wir hier aus TechName-Regex die Regel entfernen und vorne unter TechName halt noch den normalen Suchbegriff lassen, dann wird die Subregel gefunden und es wird der TechName zur Namensbenennungsumbenennung herangezogen. Das wäre in dem Fall dann Auto. Ja, und der dritte Fall, den wir gerade gesehen haben, wäre, wir haben es jetzt hier wie dargestellt, wir haben Search-String und TechName-Regex mit einer Regex befüllt und vorne schreiben wir dann rein Auto, in dem Fall als Beispiel, und TechName-Regex. Dann wird im Prinzip nach erfüllter Subregel und erfüllter Hauptregel vorne getaggt Auto und der Begriff aus TechName-Regex, in dem Fall VW, also Auto VW. Der Nachteil der ganzen Geschichte ist natürlich, wenn der TechName-Regex nicht gefunden werden kann, zum Beispiel, weil es ein anderer Suchbegriff ist wie Search-String, oder weil halt das Ganze nicht gefunden wird, dann ist es so, dass natürlich als Fallback in dem Fall Paragraph TechName-Regex ausgegeben werde oder Auto TechName-Regex, je nachdem was drin steht, weil das der Fallback ist, der voreingestellt ist für den Fall, dass die Hauptregel nicht erfüllt werden kann. Dies habe ich im vorhergehenden Video aus der Reihe noch etwas ausführlicher erklärt. So, ich werde jetzt wieder die ganzen Regeln aktivieren und wir gehen die nächsten Regeln einfach mal durch. In der nächsten Regel suchen wir für den TÜV, also als Ergänzungsregel, das ist nur der Kommentar, hier ist es richtig, die eine Regex, die ganz einfach aufgebaut ist, das sucht das Wort Bescheinigung und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. Dass ich die Bescheinigung klein und groß geschrieben habe, das ist aus der Vergangenheit so, keine Ahnung, habe ich mir angewöhnt. Wir brauchen das ja nicht, weil vorne ja im Prinzip die Inline-Option steht für Case Sensitive. Wir suchen also vor dem Wort Bescheinigung bis zum nächsten Leerzeichen und hinter dem Wort Prüfbescheinigung bis zum nächsten Leerzeichen und finden so zum Beispiel Prüfbescheinigung.
Dann deklarieren wir das natürlich als Regex, hinten immer True, und unter Technim Regex habe ich jetzt Paragraph Technim Regex drin stehen als Fallback. Dort könnte man natürlich auch einen anderen Begriff eingeben, der dann in dem Falle kommt für den Fall, dass die Hauptregel nicht greift. Als nächstes suchen wir natürlich das Autohaus, und dort habe ich ein paar Subregeln eingeführt, um das Ergebnis etwas zu verfeinern. Wir suchen also die Fahrzeugmarke noch und den Fahrzeugtypen, um Überschneidungen mit anderen Regeln zu vermeiden. In dem Fall zum Beispiel TÜV, weil der TÜV-Bescheinigung, weil dort natürlich auch das Wort VW vorkommt. Als nächstes suchen wir die Fahrzeugmarke, und wir suchen über zwei, oder oben habe ich, muss ich das noch rausnehmen. Wir suchen also nur den Tagname über die Subregel. Das heißt, wir müssen beide löschen. Ansonsten haben wir VW gleich doppelt. Das ist zum Beispiel so eine lustige Geschichte. Ja, wir suchen also über die Marke, hinten über den Fahrzeugtyp suchen wir die Marke selbst. Ja, und dann suchen wir natürlich das Fahrzeug und Fahrzeug inklusive Kennzeichen. Das ist eine interessante Regel, dass sie über Any gemacht wird und natürlich zu einigen Treffern führen könnte. Ja, dann haben wir unten jetzt im nächsten unsere Rechnungsnummer, bei der es sich um eine Regex handelt, die wir hier oben schon mal sehen können. Und dies ist eine normale Regex, da brauchen wir nichts Kompliziertes machen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Dazu holen wir uns mal das Dokument. Ja, jetzt hier sieht man, dass der Begriff Rechnungsnummer und die zu suchende Nummer selber in einer Zeile stehen. Deswegen können wir hier eine einfache Regex verwenden, da die nicht über den Zeilen, in die neue Zeile bzw. über einen Zeilenumbruch geht. Das Ganze sieht so aus, dass wir hinten die Regex definieren, dann dort unter Techname Regex die Regel reinschreiben und vorne unter Techname die eigentlichen Treffer dann mit Rechnungsnummer ergänzen. Ich hatte in den letzten Videos das Thema Debug-Level schon mehrfach angesprochen, und das können wir uns jetzt hier mal gemeinsam anschauen. Wenn ihr im GUI die Log-Datei auf Fehlerlevel 2 auf Debug-Level 2 stellt und speichert, bekommt ihr nach dem Suchlauf unter anderem die Log-Datei und natürlich eine Textdatei, die den Textlayer des zu durchsuchenden Dokumentes beinhaltet. Bei der Log-Datei können wir jetzt sehen, dass da wesentlich mehr drin steht als in den normalen, dem Einer-Level. Und wir können zum Beispiel auch, das schauen wir uns jetzt mal an, feststellen, das ist nämlich sehr interessant, ob die Subroles, die einzelnen Subroles gematcht haben oder nicht. Das Ganze ist natürlich dann wichtig, wenn ihr komplizierte Regeln mit vielen Subregeln baut und letztendlich nicht mehr wisst, welche matcht oder nicht. Außerdem kann man sehen, ob die Hauptregel einen Treffer landet und das Ergebnis ausgibt, welchen Treffer sie zur Umbenennung heranzieht. Ich habe mir mal das Textdokument kopiert in einen Regex-Tester, und das Ergebnis schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Hier sieht man jetzt den Regex-Tester, und ich denke mal, das ist der beste eigentlich, der Standard zumindest für mich, mit dem ich eigentlich fast immer alles teste. Und ich habe mir jetzt mal den Teil des Textes da rein kopiert, und wir fangen jetzt mal an, nacheinander uns die Regex anzuschauen, die ich da gebaut habe. Und los geht's mit der Rechnungsnummer. Ja, was suchen wir? Zu diesem Zweck, denke ich mal, schauen wir uns diese Regeln mal etwas genauer an und fügen die, wie gesagt, dort oben erstmal ein. Jetzt hole ich mir das Ganze mal ein bisschen größer her, dass man das besser sehen kann. Also was machen wir? Mit dem Positive Look Behind suchen wir im Prinzip ich habe dort das S angehangen, damit das Ganze auch eindeutig wird. Kann man auch anders lösen. Mit dem Groß S suchen wir alle Zeichen außer Leerzeichen mindestens einmal bis unendlich oft. Danach suchen wir ein Leerzeichen bzw. das Leerzeichen von mindestens 0 mal vorkommen oder unendlich oft. Dann löschen wir das Zwischenergebnis im Speicher vom Regex und suchen dann alle Zeichen außer Leerzeichen mindestens einmal vorkommen und beliebig oft. Das ist im Prinzip dann oben der Begriff.
Ja, den sehen wir jetzt hier. Das ist der Begriff, den wir suchen, diese Nummer aus dem Dokument. Und da oben sehen wir, rechts oben sehen wir dann das Match, was gefunden wird. Das heißt, er findet unseren Suchbegriff eindeutig. Als nächstes suchen wir dann die Kundennummer. Wir kopieren uns wieder die Regel in den Regex-Tester und gehen zuerst mal auf dem Dokument und schauen uns das mal an, was wir eigentlich suchen. Also, wir suchen den Begriff Kundennummer und die eigentliche Nummer. Und nun ist es so, dass die beiden auf einer unterschiedlichen Zeile stehen. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir in einer Zeile suchen, sondern wir suchen jetzt in einer neuen Zeile mit einer gleichen oder in einer kompletten Regex. Und das ist natürlich dann keine normale Regex mehr, sondern eine Multi-Regex. Wie das funktioniert, beziehungsweise wie diese aufgebaut ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Und ich hole mal das ein bisschen größer her. Wir suchen jetzt also mit dem Positive Look Behind die Kundennummer, dann ein Zeichen, dann den Zeilenumbruch, dann suchen wir den kompletten String, das schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar suchen wir da ein Zeichen nach der Kundennummer da oben, dann den Zeilenvorschub, dann suchen wir im Prinzip den kompletten String inklusive einem Leerzeichen, das Ganze dreimal. Das sehen wir jetzt hier, einmal, zweimal und zwischen den beiden ist ein Leerzeichen versteckt, dreimal. Und dann löschen wir wieder das Ergebnis und finden dann unsere Kundennummer. So sieht das Ganze nur aus. Der Unterschied besteht nur darin, dass wir dann zweimal diese Multiline eintragen müssen mit True, damit wir diese ausführen können. Das ist natürlich eine spezielle Regel und die kann man eigentlich nicht allgemein einsetzen. Im Wiki findet ihr allgemeine Regeln auch für Rechnungs- und Kundennummer, die ein bisschen komplexer sind und letztendlich dann auch Treffer landen, wo hier die speziellen scheitern. Nun möchte ich mal schauen, wem der Fehler aufgefallen ist, der vorher sichtbar war, aber halt relativ unscheinbar. Und zwar haben wir beide Regeln, die normale Rechnungsnummer und die Kundennummer, im Regex-Tester getestet. Und der Regex-Tester hat ein Ergebnis ausgegeben, was natürlich nicht korrekt war. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wenn ihr genau hingeschaut habt, werdet ihr festgestellt haben, dass wir für die Kundennummer, die ja die Suche oder wo die Suche ja über mehrere Zeilen geht, ein Ergebnis, einen Treffer hatten. Und ich habe jetzt hier mal die Optionen oben rechts aktiviert. Und es geht nicht um die normale Regex, dafür ist der Schalter global zuständig, der im gesamten Dokument sucht, sondern es geht um den Schalter Multiline Regex. Das ist dieser. Und dieser ist jetzt aktiviert und war im vorhergehenden Beispiel nicht aktiviert. Jetzt habe ich ihn mal deaktiviert und ihr seht, dass der Regex-Tester trotzdem ein Match ausgibt, was ja eigentlich nicht sein kann, weil wir über mehrere Zeilen suchen. Da das Ergebnis halt recht fragwürdig war, habe ich mir die Textdatei mal genommen, die mir vorhin mit dem Debug Level 2, also ich vorher schon angefertigt hatte oder ausgegeben habe. Und diese nehmen wir jetzt her, schauen nochmal rein und prüfen die in der Konsole direkt auf der Synology. SynoOCR verwendet letztendlich einen Befehl, der ganz normal dargestellt werden kann. Das ist ein einfacher Befehl, der heißt grep. Und der Syntax sieht jetzt so aus. Das ist also grep-p für Perl. Dann folgt die regex in Anführungszeichen und dahinter das zu durchsuchende Dokument. Dies entspräche einer normalen Regex. Und das Ergebnis ist der Doppelpunkt in der Kundennummer, was natürlich falsch ist. Das ist aber das, was der Regex-Tester ausgegeben hat. Jetzt erweitern wir den Suchbegriff durch ein Z, also -p und Z dahinter, was Multiline Regex heißt. Und jetzt finden wir wirklich den Treffer der Kundennummer. Man kann es deutlich sehen als Ergebnis. Ergänzt man jetzt diesen Parameter noch zusätzlich durch ein O, das machen wir gleich nochmal, dann wird die Konsole nur das Ergebnis auswerfen, also nur das Match, ohne den Rest. Und das Ganze sieht dann so aus. Also man sieht ganz klar, das Ergebnis ist da und wir haben einen eindeutigen Treffer.
So, nun haben wir unsere Regel fertig und wir können diese mal exportieren, um das Ergebnis zu überprüfen und einen Suchlauf durchzuführen. Wir führen die durch und das Ergebnis sieht dermaßen aus, dass wir eigentlich alles gefunden haben, was wir haben wollten. Wir haben alle Begriffe in der richtigen Reihenfolge und es ist sogar so, dass wir das Wort TÜV zum Beispiel bei Auto oben drin haben, wo ich das eigentlich nicht reinhaben wollte, und unten bei TÜV, ja, da haben wir im Prinzip zum Beispiel das Fahrzeugkennzeichen mit drin. Das könnte man rausmachen, muss man aber nicht. Wir schauen gleich nochmal nach. Aber auf jeden Fall das TÜV aus Auto oben, das müsste weg. Ja, wie machen wir das jetzt? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Überkreuzungen, Überschneidungen auszuschließen, und wir werden jetzt im ersten Schritt mal versuchen, die Regeln etwas zu verfeinern. Der sicherste und aus meiner Sicht eigentlich plausibelste Weg ist, dass man bei der Regel, die letztendlich den Fehler erzeugt, das heißt die Benennung erzeugt, in dem Fall ist es TÜV, eine Subregel einführt, die dann den Namen bzw. den Umbenennungsnamen der Regel ausschließt, in der man das nicht haben will. Also nochmal ganz anders ausgedrückt: Wenn ich TÜV in Auto nicht haben will oder in der Rechnung, dann muss ich TÜV aus Rechnung rausnehmen. Also hier sieht man es nochmal, wir wollen also das TÜV dort raus haben und müssen uns jetzt entweder eine andere Regel suchen, wo wir das ausschließen können. Das machen wir jetzt, indem wir in der Hauptregel TÜV eine Subregel einführen. Das machen wir halt mal. Und in dieser nehmen wir jetzt das Autohaus rein. Ja, das war die falsche Zeile, typisch. Also noch einmal, unterhalb von TÜV führen wir jetzt eine Subregel ein. Und dort müssen wir jetzt das Autohaus aufnehmen, weil wir ja im Namen mit Autohaus den TÜV nicht drin haben wollen. Also machen wir das mal. Wir schreiben das da oben mal rein und müssen dann noch den Search-Typ befüllen in dem Fall. Und hier haben wir die Möglichkeit zwischen does not contain und is not. Und wir probieren einfach mal does not contain aus. Das müsste auch einen Treffer erzielen. Und exportieren das Ganze und starten den Suchlauf, der jetzt hier schon durch ist. Und sehen jetzt im unteren, also ganz unten, das Ergebnis. Und es war ein Volltreffer. Also wir haben jetzt im Prinzip das Wort TÜV aus dem Namen der Datei entfernt, den Tag, und haben jetzt das, was ich wollte, Auto Mustermann. Ja, so sieht das Ganze nur aus, und es ist aus meiner Sicht die sicherste Methode, wie gesagt, den Tag-Begriff, den man nicht haben möchte, in den Namen dort zu entfernen, wo er erzeugt wird. Sprich, wir entfernen ihn in der Regel TÜV für das Autohaus, weil es dort drin ist. Dafür verwenden wir den Search-Type does not contain oder is not, um bei Erfüllung der Subregel, also das heißt, wenn sie einen Treffer erzielt, dann den nicht gewünschten Tag auszuschließen aus der Umbenennung der Datei. Es gibt mit Sicherheit noch andere Wege. Ein weiterer wäre zum Beispiel, dass man die vielen speziellen Regeln einsetzt, wie jetzt hier zum Beispiel die Rechnungsnummer oder die Kundennummer. Ja? Und das Ganze hat natürlich meines Erachtens einen Nachteil, dass man dann oft die Regeln pflegen muss, für den Fall, dass sich das Layout ändert. Allgemeine Regeln haben natürlich den Charme, dass wir diese dauerhaft stehen lassen können, müssen allerdings dann sehr oft die in anderen Suchoptionen ausschließen, weil sie dann noch gefunden werden. Ja, es gibt nicht den goldenen Weg, und lasst euch nicht entmutigen, denn es dauert ein ganzes Stück, bis so eine komplexe Regeldatei entstanden oder eine YAML-Datei entstanden ist. Aber die Ergebnisse, die man erzielen kann, sind einfach nur phänomenal. Das völlig autarke Ablegen von Dokumenten, die dann im Hintergrund gescannt werden aus dem Scanner, aus dem Kopierer, über die E-Mail-Programme, über Skripte abzulegen, ist einfach nur fantastisch. An der Stelle möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken und bin ganz stolz, dass ihr so lange dran geblieben seid und nicht eingeschlafen. Es ist schon Wahnsinn, was hier technisch möglich ist, und damit möchte ich mich auch verabschieden und möchte euch nochmal zum Schluss darauf hinweisen, dass ihr uns natürlich kontaktieren könnt im Forum.
direkt im Tree zu SynOCR oder unter Aufbau einer YAML-Datei oder natürlich ganz klar im Wiki, wo ihr viele Hinweise und Erklärungen finden könnt. In diesem Sinne macht's gut, habt Spaß und bis dahin.